Servus und hallo bei der CAD Akademie. Mein Name ist Fabian Diendorfer und ich bin bei der Stadt München und stelle euch jetzt mal unser Projekt bei der Wohnungsmarktbeobachtung vor. Die Stadt München hat bietet eine Wohnungsmarktbeobachtung an. Das sind mehrere Produkte, die eine Antwort auf verschiedene Herausforderungen und Rahmenbedingungen im Wohnungsmarkt gibt. Ein paar davon ist die Bevölkerungsentwicklung, großer Zuzug in die Städte, der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, ein paar Beispiele zu nennen. Und das Ziel ist eine Analyse der Situation und die Tendenzen auf dem Wohnungsmarkt mit einheitlichen Indikatoren für die unterschiedlichsten Zielgruppen zu erstellen. Also das kann die Politik sein, das kann die Stadtverwaltung selber sein, aber auch Privatpersonen, die nach einer Wohnung in München suchen, also ganz unterschiedlich. Dafür werden neutrale Planungsgrundlagen von der Stadt zur Verfügung gestellt und es gibt auch ganz konkrete Handlungsempfehlungen für die Kommunalpolitik, die sich daraus ableiten lassen. Dafür gibt es mehrere Instrumente. Das sind verschiedene Broschüren, Faltblätter und so weiter, die als PDF zur Verfügung gestellt werden, als Download auf der Webseite der Stadt München. Die haben unterschiedliche Thematiken, wie die Wohnungsmarktdaten, die kommen jährlich raus, oder das Barometer, ebenfalls jährlich, kann man sich auch gerne mal anschauen. Hier ist jetzt mal ein Beispiel, wie sich die Wohnungsmarktbeobachtung aktuell präsentiert. Das ist der Flyer für die Wohnungsmarktdaten. Man sieht, das wird jährlich erstellt und eben auch hübsch und passend gelayoutet und dann sich als PDF von der Webseite der Stadt München herunterladen. Hier sind Karten integriert, Tabellen. Es ist dadurch, dass es ja im Prinzip ein Printprodukt ist, auf mehrere Seiten aufgeteilt. Die Daten werden in verschiedenen Diagrammen und Text begleitet dargestellt. Das ist alles aber ein ziemlich großer auch redaktioneller Aufwand, weil es ja im Prinzip Printprodukte sind, die pro Produkt einen ziemlichen Prozess durchgehen, bevor sie online gehen können und gelayoutet werden, nochmal angeschaut werden, alles per Hand eingetragen wird, nachdem die Daten aber intern schon verarbeitet wurden. Und das Ziel ist jetzt eine echte Digitalisierung von den Wohnungsmarktdaten oder von der Wohnungsmarktbeobachtung zu erreichen. Das Instrument, das wir jetzt hier versuchen, ist ein Dashboard. Das hat dann verschiedene Vorteile. Einerseits kann man das Design responsiv gestalten. Es ist dann eben nicht mehr eine PDF mit fester Größe, die dann, wenn man es auf dem Handy anschaut, eventuell ein bisschen umständlich ist, sondern auf verschiedenen Auflösungen. Die Nutzerfreundlichkeit, das ist interaktiv. Man kann sich einzelne Punkte anklicken, man kann filtern, die Jahre verändern. Es hat aber auch in der Produktion Vorteile, weil man das Ganze jetzt automatisiert gestaltet. Man berechnet die Zahlen fürs neue Jahr, trägt sie ein oder es passiert automatisch und das Dashboard wird aktualisiert. Das heißt, man muss die Prozesse einer Veröffentlichung nicht mehr durchmachen. Das heißt auch, dass die Zahlen, die es in kürzeren Intervallen gibt, zum Beispiel monatlich, dann viel schneller veröffentlicht werden können, wenn das Ganze in einem Live-Dashboard landet. Die Frontend-Technik, die die Stadt München sich aktuell dafür ausgesucht hat, ist Grafana. Grafana ist eigentlich eher für internes Monitoring gedacht. Der Grund, warum das eben auch versucht wird für ein Internet-Dashboard, ist, dass die Stadt nicht einfach nur ein Dashboard im freien Raum oder als Einzellösung versucht, sondern ein ganzes Dashboard-Ökosystem aufbaut im Hintergrund. Grafana ist eine Open-Source-Software, die kann man sich einfach runterladen, installieren und selber anwenden. Open Source ist eine der Vorgaben, die durch das CAD-Projekt, durch die Förderung gekommen sind. Aber auch so ist es natürlich dann gut, wenn man lizenzfrei, skalierbar seine Software benutzen kann, auf die man sich dann eingestellt hat.
Zu den Hintergründen darf jetzt mein Kollege Joe Krämer vom Geodatenservice München mehr erzählen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Joe Krämer. Ich bin Product Owner im Projekt P3 Dashboard und ETL. Das Projekt befindet sich im Programm Digitaler Zwilling München und ich möchte Ihnen heute die Hintergründe für die Ökosysteme Dashboard und ETL näher bringen. Warum eigentlich Dashboards? Dashboards können uns nützlich sein, weil sie eine visuelle und übersichtliche Darstellung wichtiger Informationen ermöglichen. Dadurch können komplexe Daten schnell erfasst, Trends erkannt und fundierte, datengestützte Entscheidungen getroffen werden. Sie bieten einen schnellen Überblick und helfen, Abweichungen oder Optimierungsbedarf frühzeitig zu erkennen. Dashboards können auch Zusammenhänge zwischen verschiedenen Datenpunkten aufzeigen, was ein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden Ursachen ermöglicht. Dashboards sind schon länger Teil der klassischen Business Intelligence Lösungen. Daher haben wir im Projekt die Vision im Zusammenhang mit dem Geokontext auf den Bereich der Spatial Intelligence Lösung gelegt. Dieser Bereich ist in den letzten Jahren stark im Kommen und die Dashboards sind hier eine sinnvolle Ergänzung zu Karten, Storymaps und Reports. Die Visionen Dashboard und ETL ergänzen sich. Das Ökosystem ETL baut eine Datenplattform mit aktuellen Informationen im Geokontext auf und bietet damit eine zentrale Anlaufstelle für Datenverarbeitungen sowohl von relationalen als auch von zeitreihenbasierten Geodaten. Der Aufbau der Ökosysteme haben wir unter folgende Prämissen gestellt. Modulares System, um die Austauschfähigkeit einzelner Komponenten zu erhalten, generische Komponenten ohne Anpassungen oder Eigenprogrammierungen, um zeitnah auf die aktuellsten Versionen der Komponenten heben zu können, und Nutzung von Standards, um das System für die Erweiterbarkeit offen zu halten. Die Ökosysteme Dashboard und ETL sind bisher aus folgenden Komponenten aufgebaut. Grafana in der Community Edition als Open Source, Plugins, die installierbar sind über die Grafana GUI, über den Plugin Manager, PostgreSQL mit PostGIS als Open Source Datenbank, Geodatenbank für relationale Daten, PostgreSQL mit Frost Server Erweiterung als Open Source Zeitreihendatenbank und FME Form und Flow, da FME schon länger im Geodatenservice im Einsatz ist und hier hohe Kompetenzen und Wissen vorhanden sind. Mit weiteren Anforderungen können weitere Komponenten hinzukommen oder bestehende auch ersetzt werden. Das Dashboard-System können wir uns als funkelnder Eisberg über der Wasseroberfläche vorstellen. Die Data Sources oder Datenquellen als Wasseroberfläche kennzeichnen hier den Übergang der Daten aus der Datenverarbeitung in die Präsentationsschicht. Und unter der Wasseroberfläche spielt sich der größte Teil der Datenprozessierung ab. ETL wird genutzt zur Datenintegration, zur Datenverarbeitung, zur Datenmodellierung, zur Datentransformierung, zur Datenanalyse bis hin zur Datensimulation. Um das Verhältnis zwischen den Dashboards und ETL noch weiter zu verdeutlichen, hier ein paar Zahlen aus den aktuellen Anwendungsfällen. Wir haben ein Dashboard, das wird von einem einzigen ETL-Prozess mit Daten versorgt. Und wir haben ein weiteres Dashboard, das wird von 57 ETL-Prozessen mit Daten versorgt. Unsere klassische Datenhaltung, die ist an das Data Warehouse 2.0 angelehnt. Die grundlegenden Daten dabei kommen bei uns aus Datenablagen wie Netzwerkshares oder auch aus Datenbanken. Aber auch APIs liefern uns regelmäßig Daten. Und diese Daten werden von dem initialen System auf unser Datenmanagement
mit ETL-Tools gebracht. Das ist dieser Bereich hier. Und die Ablage der Daten läuft dabei ohne Veränderung auf der Landing Zone. Die Daten werden im Data Warehouse konsolidiert und dann anwendungsspezifisch aufgearbeitet hier in den Data Mart. Und die Präsentationsschicht, hier der Presentation Layer, der besteht aus Views, und nicht mehr aus den tatsächlichen Daten, sondern auf Views auf die Daten im Data Mart. Und hier hat das Dashboard dann den lesenden Zugriff. Also hier sind die Datenquellen sozusagen und die sind aber nur mit lesendem Zugriff. Die zeitreihenbasierten Daten, das ist hier rechts zu sehen, die werden im Ökosystem über den Frost-Server gehalten und die Datenintegration und das Datenauslesen passiert hier über die SensorThings API. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bei Fragen oder Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Am einfachsten erreichen Sie mich unter gsm.dashboards@münchen.de. Vielen Dank, auf Wiederschauen. Was man jetzt hier sehen kann, ist das aktuelle Proof of Concept Dashboard zu den Wohnungsmarktdaten. Das ist hier die Oberfläche, die jemand sehen würde, wenn er dieses Dashboard öffnet. Da haben wir jetzt mal einen Versuch gestartet. Das ist natürlich alles noch nicht final und wir müssen noch schauen, ob das so der richtige Weg ist. Aber hier mal, um die Funktionalität zu zeigen. Man kann einzelne Zahlen darstellen, man kann diese Felder nebeneinander schieben und arrangieren, wie man das gerne möchte. Und dann natürlich der Kern der Sache, die Darstellung der Daten. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Hier zum Beispiel ein Balkendiagramm und da kommt jetzt der Vorteil von den Dashboards ins Spiel. Man kann sich die einzelnen Zahlen dann eben auch interaktiv anzeigen lassen. Man kann zoomen, sich dadurch eben ein besseres Bild von den einzelnen Daten machen, sie miteinander vergleichen oder was auch immer man damit vorhat. Hier ein paar andere Varianten von Diagrammen. Natürlich alles farblich anpassbar. Und hier ist eine spannende Sache. Man kann dann eben auch, ohne andere Dateien öffnen zu müssen und sie nebeneinander zu vergleichen, einfach in die verschiedenen Jahre gehen und filtern. Was natürlich dann auch bedeutet, wenn man die neuen Zahlen hat, von den 9 Jahren, kann man sie auch ebenfalls einfach einfügen. Man muss dafür nicht einen weiteren Prozess anschubsen. Was jetzt ebenfalls integriert worden ist über die Grafana Community, dadurch, dass es ja ein Open Source Programm ist ein Kartenservice. Der ist jetzt natürlich nicht unendlich mächtig und kann auch nach aktuellem Stand nicht mit den anderen Zahlen oder den anderen Diagrammen miteinander interagieren. Aber man kann eben von seinem eigenen Webserver die Hintergrundkarten darstellen lassen und sich eine schöne Kartendarstellung holen. Das hier sind zum Beispiel die Erstvermietungsmieten, die wir auf Viertelebene zeigen. Und damit das Ganze ein bisschen anschaulicher ist, sind die tatsächlichen Wohnflächen innerhalb von den Vierteln nochmal farblich hervorgehoben. Hier sehen wir jetzt nochmal die Grafana-Oberfläche im Browser. Ich bin jetzt als Editor angemeldet und kann jetzt dementsprechend auch an dem Dashboard arbeiten. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Einmal, wenn ich an der Oberfläche hier bearbeiten will, kann ich zum Beispiel hier die Größe von den Fenstern verändern. Das schiebt dann eben auch responsiv die anderen Fenster mit. Oder ich kann direkt reingehen in die einzelnen Elemente, in diese einzelnen Blöcke. Dazu gehe ich aufs Burger-Menü, klicke auf Edit und dann öffnet sich der komplexere Editor, in dem ich zum Beispiel hier unten
einstelle, woher kommen denn die Daten, also wo auf dem Server oder auf der Datenbank liegen die. Dann ein bisschen komplexer, wie die einzelnen Tabellen dann im Detail dargestellt werden. Also da kann ich die Skala, die Beschriftung, wie viele es sind und so weiter einstellen. Und hier in der Seite sind auch nochmal, sag ich jetzt mal, die kosmetischen Einstellungen. Ist es horizontal, ist es vertikal, die Beschriftung rotiert und so weiter. Das ist relativ umfangreich. Was man ja alles einstellen kann, es erschlägt dann am Anfang ein bisschen, aber eigentlich relativ selbsterklärend. Wer das mal genauer nachschauen will, einfach in die Tutorials online sich anschauen, die es für Grafana gibt, oder in die Dokumentation gehen. Die ist auch relativ umfangreich. Kann ich das, was ich geändert habe, einfach abspeichern und schon ist es im Dashboard verfügbar. Das heißt, es ist relativ einfach, wenn auch und ich sage jetzt mal unbürokratisch, wenn man schnelle Änderungen braucht im Dashboard, die dann von den jeweiligen Editoren auch direkt umgesetzt werden können. Bisschen aufwendiger ist es natürlich, wenn man im Hintergrund die Daten verändert in der Datenbank. Das könnte man jetzt von reiner Editorseite her nicht machen. Dazu braucht man natürlich Datenbankzugriff. Wenn man jetzt aber auf vorhandene Daten, wenn man die darstellen will, wenn man andere Daten, die eben schon in der Datenbank liegen, mit ins Dashboard einfügen will, dann ist das von hier aus möglich, weil man sie einfach hier sich reinladen kann und dann sich eine Darstellung dazu aussucht. Es gibt natürlich nicht nur das Barchart, wie wir vorhin gesehen haben, es gibt auch Pie-Charts, einfach nur Texte, die verschiedensten Varianten, wie man sich so vorstellt, zur Datendarstellung. Ein Nachteil bei Grafana ist jetzt, dass man zum Beispiel die Umbruchpunkte, also ab wann stehen die einzelnen Bestandteile nicht mehr nebeneinander, sondern untereinander, kann man nicht anpassen. Deswegen ist so eine 100%ige Responsivität nicht gegeben. Und es ist schwer, Grafiken einzufügen. Das ist dann manchmal ein bisschen schade, wenn man gewisses Branding haben will, zum Beispiel. Barrierefreiheit ist auch ein Thema bei Städten. Es ist ja ein sehr demokratisches Tool, seine Daten online zu stellen, für jeden zur Verfügung zu stellen. Aber zum Beispiel Kartendienste oder eine Karte ist ein visuelles Produkt und ein Dashboard eben auch. Und das dann komplett 1:1 zum Beispiel für blinde Personen zur Verfügung zu stellen, ist nicht so einfach. Das bräuchte im Prinzip andere Lösungen. Die Pflege der Dashboards wird dann eben durch den Fachbereich und nicht durch die IT oder den Dienstleister passieren, was dann kurze Wege bedeutet. Die Leute, die sich auskennen, können es auch anfassen. Damit es funktionieren kann, werden Key-User geschult in den jeweiligen Fachbereichen, die sich dann besser damit auskennen und ihre Dashboards verwalten können. Danke für die Aufmerksamkeit.